11.000 Meter unter der Meeresoberfläche. Kein Licht, kein Geräusch, kein Leben, wie wir es kennen. Der Druck dort unten ist so hoch, dass Stahl nachgibt und Technik versagt. Und trotzdem zieht genau dieser Ort plötzlich wieder Aufmerksamkeit auf sich. Nicht aus Neugier, nicht aus Romantik, sondern aus Interesse. Wir sprechen über den tiefsten bekannten Punkt unseres Planeten, über einen Ort, der weiter von unserem Alltag entfernt ist als der Mond, und über eine Wahrheit, die unbequem ist. Willkommen bei Knowledge Beyond. Wir wissen mehr über fremde Planeten als über diesen Abgrund unter unseren Füßen. Der Marianengraben ist kein Mythos. Er ist real. Und er ist extrem. Sein tiefster Punkt, der sogenannte Challenger Deep, liegt tiefer als der Mount Everest hoch ist. Würde man den höchsten Berg der Erde dort hineinsetzen, würde seine Spitze noch immer unter Wasser liegen. Was dort unten herrscht, ist nicht einfach Dunkelheit. Es ist Abwesenheit. Kein Sonnenlicht, keine Jahreszeiten, kein Tag, keine Nacht. Nur Druck. Mehr als 1000-mal höher als an der Oberfläche. Jeder Quadratmeter wird dort unten mit einer Kraft belastet, die jeden menschlichen Körper sofort zerquetschen würde. Kein Mensch kann dort überleben. Und doch existiert Leben. Nicht wie wir es kennen, sondern angepasst an Bedingungen, die eigentlich unmöglich sind. Aber darum geht es hier nicht. Denn die entscheidende Frage ist nicht, was dort lebt, sondern warum wir plötzlich wieder hinschauen. Der Marianengraben war lange ein Ort für Wissenschaftler, für vereinzelte Expeditionen, für Rekorde, für Fußnoten. Ein paar mutige Tauchgänge, ein paar verschwommene Kamerabilder, ein paar Proben, die man nach oben brachte und jahrzehntelang analysierte. Und dann wurde es still. Doch diese Stille ist vorbei. In den letzten Jahren hat sich etwas verändert. Nicht laut, nicht offiziell, aber messbar. Plötzlich tauchen Tiefseedrohnen auf. Unbemannte Systeme, mehrere Meter lang, aus Titan und Speziallegierungen gebaut. Ausgestattet mit hochauflösenden Kameras, Sonaren, Greifarmen und Sensorpaketen. Maschinen, die Tage und Wochen in extremer Tiefe operieren können. Maschinen, die nicht zurückkommen müssen, um zu überleben. Plötzlich wird nicht mehr nur geforscht. Plötzlich wird kartiert, vermessen, dokumentiert, systematisch. Warum? Weil dort unten etwas liegt, das oben knapp wird. Die Tiefsee ist reich an Metallen, die unsere moderne Welt antreiben. Kobalt, Nickel, Mangan, seltene Erden, Rohstoffe für Batterien, Elektromotoren, Windkraft, Rüstung, Elektronik. An der Oberfläche sind sie begrenzt, politisch umkämpft, ökologisch problematisch. Am Meeresboden liegen sie scheinbar unberührt, in Knollen, Schichten, Ablagerungen. Der Marianengraben selbst ist nicht der größte Rohstoffspeicher der Erde, aber er ist ein Testfeld. Ein Beweis dafür, dass wir technisch dazu in der Lage sind. Und wo Können ist, folgt Interesse. Ein Staat hat das besonders früh verstanden: China. Während andere Länder Tiefseeforschung auf Kooperation, Zeitfenster und Budgets beschränkten, baute China systematisch eigene Fähigkeiten auf. Eigene Forschungsschiffe, eigene Technik, eigene Präsenz. Mit dem bemannten Tiefseetauchboot Fenduse erreichte China Tiefen von über 10.900 Metern. 3 Menschen, stundenlang, wiederholbar, kontrolliert. Kein symbolischer Rekord, sondern ein operatives System. Dazu kommen autonome Tiefseedrohnen, unbemannte Fahrzeuge, mehrere Meter lang, die den Meeresboden kartieren, Proben nehmen und Strukturen vermessen. Tage und Wochen lang, ohne Pause, ohne Besatzung. Diese Systeme arbeiten nicht isoliert. Sie sind Teil eines Netzes, gesteuert von Forschungsschiffen, verbunden mit Satelliten, gespeist von Datenströmen, die in Echtzeit ausgewertet werden. Offiziell geht es um Wissenschaft, um Geologie, um Biologie. Inoffiziell entsteht etwas anderes: Routine.
Denn wer regelmäßig in 10.000 Metern Tiefe operiert, sammelt nicht nur Daten. Er sammelt Erfahrung, Materialwissen, Fehlerquoten, Grenzen des Machbaren. China spricht offen davon, langfristig Tiefseeinfrastruktur aufzubauen. Beobachtungspunkte, Sensorfelder, Knotenpunkte. Noch keine klassischen Basen, aber die Vorbereitung darauf. Andere Staaten sind ebenfalls aktiv. Die USA, Japan, Frankreich, Russland. Oft gemeinsam, projektbezogen, zeitlich begrenzt. China hingegen setzt auf Eigenständigkeit und auf Kontinuität. Denn wer als Erster lernt, in diesen Tiefen zuverlässig zu operieren, verschiebt Grenzen. Technische, politische und strategische. Und damit kommen wir zu dem Punkt, über den kaum jemand spricht: Unterseekabel. Mehr als 95% des globalen Datenverkehrs laufen nicht über Satelliten. Sie laufen durch Kabel am Meeresboden. Internet, Finanzmärkte, militärische Kommunikation, Energiehandel. Diese Kabel sind unsichtbar, ungeschützt. Und sie verlaufen durch Tiefen, in denen kaum jemand hinsieht. Wer dort präsent ist, kann beobachten. Wer dort arbeitet, kann eingreifen. Und wer dort dominiert, besitzt eine Macht, die nie öffentlich diskutiert wird. Das ist keine Science-Fiction, das ist Gegenwart. Der Marianengraben steht dabei symbolisch für etwas Größeres, für die Verlagerung von Macht in Räume, die wir kaum verstehen. Für eine Zukunft, in der Kontrolle nicht mehr an Grenzen endet, sondern in Tiefen beginnt. Und hier wird es unbequem. Denn je weiter wir nach unten vordringen, desto weiter entfernen wir uns von Regulierung, von Transparenz, von Öffentlichkeit. Was dort unten geschieht, sieht niemand. Was dort unten getestet wird, bleibt verborgen. Und was dort unten entschieden wird, erreicht uns erst, wenn es Folgen hat. Der Marianengraben ist kein Ort der Monster. Er ist ein Ort der Entscheidungen. Er zeigt uns, wie weit wir bereit sind zu gehen, um Ressourcen, Einfluss und Vorsprung zu sichern. Und er zeigt uns, dass die großen Konflikte der Zukunft nicht laut beginnen. Sie beginnen leise, in der Dunkelheit, unterhalb unseres Blickfeldes. Wir reden viel über den Weltraum, über den Mond, über den Mars. Aber vielleicht sollten wir öfter nach unten schauen. Denn während wir nach oben träumen, wird unten bereits gearbeitet. Der Marianengraben ist kein Randgebiet. Er ist ein Vorbote, ein Hinweis darauf, dass unsere Welt nicht nur an der Oberfläche entschieden wird, sondern dort, wo Druck herrscht, wo Fehler nicht verziehen werden und wo niemand zuschaut. Vielleicht ist die entscheidende Frage nicht, wie tief wir noch gehen können, sondern warum wir bereit sind, immer weiter nach unten zu gehen. Schreib uns in die Kommentare. Was glaubst du, was in den Tiefen unserer Ozeane in Zukunft wirklich entschieden wird? Rohstoffe? Macht? Kontrolle? Oder etwas, das wir noch gar nicht sehen? Wenn du mehr solcher Orte verstehen willst, Orte, die leise über unsere Gegenwart und still über unsere Zukunft entscheiden, dann abonniere Knowledge Beyond.